Hallo. So, ich bin heute alleine, weil der Chris heute seinen freien Tag hat. Und da dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal die Tauchbasis, wo wir so arbeiten, wenn wir gerade nicht im Wasser oder am Tauchplatz sind. Genau, und dann würde ich einfach mal von draußen starten. Erstmal kurz zu der Lage was. Also wir sind im Norden von Malta, ganz an der Nordküste. Wir sind neben dem Labranda Hotel, das ist direkt nebenan, also ist das gleiche Gebäude eigentlich. Und wir haben hier direkt vor uns das Meer. Da kann man auch mal reingehen, wenn es ist für einen Schnuppertauchgang oder für Übungen von dem Kurs. Genau, ich blende am besten einfach mal ein Drohnenvideo ein. Von letztem Jahr ist das allerdings, aber ist ja egal. Damit man so die Lage ein bisschen sieht und das Meer von oben, das schaut echt schön aus. Genau, und ansonsten starten wir einfach mal draußen. Also wenn man hier so vor der Tauchbasis steht, dann haben wir hier direkt mal zwei Bottiche, einen größeren und einen kleineren. Da wird das Equipment einfach gewaschen nach dem Tauchen. In den kleineren kommt halt Atemregler, Maske und Kamera und in den größeren der Rest. Genau, ist jetzt schon immer so sauber, weil wir schon tauchen waren. Wird allerdings heute nur gewechselt, also wird jeden Tag frisches Wasser reingefüllt. Und auf der linken Seite haben wir hier so ein Rolltor. Da sind quasi die Anzüge der Gäste zum Abtropfen drinnen. Genau, das Rolltor kann man auch zumachen, dann ist das alles zu und abgesperrt über Nacht. So, und dann geht's hier los. Das ist so der Eingangsbereich. Dann starten wir einfach mal. Wir haben hier links Aufhängebereich für Staff und für Checkout, also Anzüge und Jackets. Dann haben wir hier links eine Dusche und dann auch gleich die ganzen Boxen von den Gästen. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da packen ja die Gäste alles an Equipment in ihre Box rein und dann ist das schon aufgeräumt und sie haben alle eine Nummer, dass man auch weiß, wem was gehört. Und hier hinten in einer anderen Farbe haben wir noch die Staffbox. Ne? Und hier direkt davor kommt dann auch immer das Blei hin, auch nummeriert, damit es jeder wiederfindet. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir die ganzen Tanks und auch die Füllstation. Da kann man einmal Luft füllen und einmal rein theoretisch purer Sauerstoff, aber man kombiniert es natürlich, um Nitrox zu kriegen. Und rechts daneben die Tür ist dann auch nämlich der Kompressorraum. Da steht zum einen stehen die Sauerstofftanks drinnen. Also hiervon zieht sich das dann quasi. Und der Kompressor, ein Bauerkompressor. Ein ganz neuer. Genau. So, dann gehen wir mal aus dem Kompressorraum wieder raus. Genau. Dann sehr dominierend in der Tauchbasis ist natürlich der Pool. Ja, da kann man Übungen drinnen machen, für Kurse zum Beispiel oder Schnuppertauchen, wer in den Pool will. Haben wir jetzt aber, während wir da sind, zumindest noch nicht gemacht, einfach weil es im Meer immer schöner ist und weil die Konditionen immer gepasst haben. Aber könnte man rein theoretisch nutzen. Dann machen wir mal einfach links weiter. Hallo! Hier ist der Verkaufsbereich so. Da wird wieder aufgefüllt, weil schon ein paar Masken gekauft wurden. Genau. Dann hier sind die T-Shirts, also die wir quasi auch als Arbeitst-T-Shirts anhaben in verschiedenen Farben. Und auch noch das Gelbe, das ist auch ganz schön. Habe ich ja auch gerade an. Und dann noch ein Pulli für die kälteren Tage. Genau. Dann hier noch weiter Sonnenbrillen, Schmuck. Hier so die Kataloge, was man sonst noch so alles bestellen oder kaufen kann. Dann überall so schöne Wandbilder. Dann Computer, Caps. Und was ganz Neues jetzt, das ist echt cool, das sind so Trinkflaschen. Die kann man bei uns kaufen, also mit dem Logo eben, in 4 verschiedenen Farben. Und mit dem Kauf der Flasche kriegt man dann eine Flatrate für Wasser für den Urlaub dazu. Was ganz geil ist, damit halt eben jeder genug Wasser trinkt und damit man natürlich Plastikflaschen einsparen kann, weil sonst kaufst du halt immer diese 0,5 Liter oder vielleicht 1,5, aber du brauchst halt einfach trotzdem sau viel Plastikmüll. Und hier haben wir so einen großen Wasserspender, dann kann man es schön abzapfen. Dann hier noch so Gordons Fotoecke mit Kamera-Equipment. Genau. Hier ist ein Motor vom Boot, ein Ersatzmotor, was gleichzeitig als Deko dient. Und dann 3 Scooter von Suex, weil man bei uns auch einen Scooterkurs machen kann oder einen Schnupper-Scooter-Tauchgang auch. Dann hier geht es lang zu den Toiletten, Damen- und Herren-Toilette. Und dann haben wir hier unser ganzes Leih-Equipment, was halt so hinter der Theke quasi ist.
weil man das natürlich rausgibt. Also da haben wir zum einen Masken, Lampen, Boots, Schnorchel, weil wir ja auch Schnorchel-Equipment verleihen zum Schnorcheln gehen. Dann Anzüge in den verschiedensten Größen, dann Atemregler, Jackets, dann 4 Sideman-Jackets, weil man auch Sideman tauchen kann. Genau, und Flossen. Und natürlich sowas wie Computer und Bojen gibt es natürlich auch noch zum Verleih, so Kleinzeug. Genau, dann haben wir hier so eine Bank, wo man Lampen oder Kameras aufladen kann. Dann nochmal kurz zur Theke. Da haben wir eben ein paar so Flyer von uns oder auch vom Bootsverleih drüben. Dann so ein Buch über die ganzen Katzen, weil ihr habt jetzt bestimmt schon ein paar Katzen mal bei uns im Video gesehen oder in der Story. Hier in der Bucht sind um die, lass mich lügen, 25 Wildkatzen oder so, 20. Und die Tauchbasis hier kümmert sich eben um diese Katzen, sprich die werden jeden Tag gefüttert. Und auch wenn sie zum Tierarzt müssen, werden sie zum Tierarzt gebracht oder kastriert oder wie auch immer. Und da gibt es eben das Büchlein, weil die haben alle Namen. Und dann gibt es hier eben auch noch eine Katzenspendebox, weil die natürlich von Spenden leben. Das kann man ja nicht alles selber finanzieren für so viele Katzen. Das ist so die Älteste. Na du? Und die darf hier rein und darf hier den ganzen Tag chillen und sich knuddeln lassen. Und auch hier schlafen. So, dann haben wir noch die Tippbox für die Mitarbeiter. Dann ein Board mit den Mitarbeitern eben drauf. Und dann auch noch viele Bilder von Malte selber oder auch vom Tauchen von Malte. Genau, weil der Gordon fotografiert ja selber, daher auch diese Bilder hier überall, die sind ja von ihm. Und daher auch das Kamera-Equipment. Ja, und hier haben wir dann natürlich noch Sitzgelegenheiten für die Gäste, sprich um danach Logbuch auszufüllen nach dem Tauchgang oder einfach hinzusetzen, zu ratschen oder was zu trinken. So, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick in die Tauchbasis bekommen. Es war zwar jetzt eigentlich eher nur schnell durchgeführt, aber es soll ja auch nur kurz als Einblick dienen. Wenn ihr einen größeren Einblick haben wollt, dann müsst ihr selber vorbeischauen, hilft nicht. Was finde ich einfach auffällt bei der Tauchbasis ist, dass die letztes Jahr komplett renoviert und komplett neu eingerichtet worden ist. Schaut einfach sehr modern aus und schaut halt echt schön aus. Ich finde es total wohnlich da drinnen, auch mit den Bänken, mit den Kissen, mit den ganzen Bildern an den Wänden und so. Also ist echt eine Tauchbasis zum Wohlfühlen. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!